Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du uns deine Quellen anvertraut hast, um eine Frage zu beleuchten, die wohl mehr Menschen beschäftigt, als man so denkt. Es geht um Silvester. Genauer gesagt um dieses seltsame Paradoxon. Draußen explodieren Raketen, die Gläser klingen, alle rufen sich frohes Neues zu, aber innerlich fühlt es sich für viele überraschend still an, manchmal sogar, leer. Der Text, den du uns geschickt hast, geht genau diesem Gefühl auf den Grund. Unsere Mission ist es also, gemeinsam zu verstehen, woher kommt dieser immense Druck, in der lautesten Nacht des Jahres perfekt gelaunt sein zu müssen? Und gibt es vielleicht einen Weg, dem zu entkommen? Das ist wirklich die Kernfrage, die sich durch den ganzen Text zieht. Warum fühlt sich ein Tag, der ja eigentlich für einen Neuanfang stehen soll, manchmal wie eine größere Belastung an als jeder andere Tag im Jahr? Und die Antwort, die uns hier angeboten wird, ist ziemlich direkt. Es liegt nicht an der Party selbst, es liegt an der schieren Wucht der Erwartungen, die wir auf diese eine Mitternacht projizieren. Der Text beschreibt das fast wie ein unsichtbares Drehbuch, das wir alle sozusagen zu befolgen haben. Und wenn wir aus der Rolle fallen, fühlt es sich falsch an. Ein unsichtbares Drehbuch, das gefällt mir. Lass uns das mal genauer anschauen. Was steht denn in diesem Drehbuch dran? Was sind das für Erwartungen, die da so schwer auf uns lasten? Das fühlt sich ja an wie eine unsichtbare Checkliste, oder? Absolut. Der Text listet das wunderbar auf. An erster Stelle steht der perfekte Abend. Es muss nicht nur ein guter, es muss ein unvergessener Abend sein. Dann durchgehend gute Laune, Melancholie oder Nachdenklichkeit sind anscheinend nicht vorgesehen. Und natürlich das Wichtigste, die große symbolische Bedeutung. Dies ist nicht nur eine Party, es ist der Neuanfang. Alles, was an diesem Abend passiert, wird irgendwie mit Bedeutung aufgeladen. Man soll die Hoffnung für die nächsten 365 Tage förmlich spüren. Puh, das ist schon eine ganze Menge für einen einzigen Abend. Aber hier wird's ja erst richtig interessant. Denn der Text stellt die logische, aber, unangenehme Frage. Was passiert, wenn die Realität diesem Drehbuch nicht folgt? Wenn der Sekt warm ist, die Musik nervt oder man einfach nur müde ist und lieber auf dem Sofa liegen würde? An einem normalen Samstag würde man das ja einfach abhaken. Genau da liegt der Haken. An einem normalen Samstag würdest du sagen, war halt ein Reinfall, egal. An Silvester, so argumentiert die Quelle, wird aus einem misslungenen Abend schnell ein persönliches Scheitern. Das Gefühl ist nicht, die Party ist langweilig, sondern ich bin langweilig. Genau. Oder mit meinem Leben stimmt etwas nicht. Die Fallhöhe ist an diesem Tag einfach ungleich höher, weil wir so viel in diese wenigen Stunden hineininterpretieren. Es fühlt sich an, als würde man die Abschlussprüfung für das vergangene Jahr nicht bestehen. Und was diesen Druck anscheinend noch verstärkt, ist ein Mechanismus, den wir alle nur zu gut kennen. Der ständige Vergleich. Der Text beschreibt eine Szene, die so typisch ist. Man steht vielleicht auf einer Party, die ganz okay ist, aber nicht weltbewegend. Zückt das Handy und sieht die perfekt kuratierten Feuerwerksfotos und die strahlenden Gesichter von Freunden auf Instagram. Was genau macht das psychologisch mit uns in diesem Moment? Es katapultiert uns aus unserem eigenen Erleben heraus und hinein in eine Fantasie. Man vergleicht die eigene ungeschminkte Realität mit all ihren kleinen Enttäuschungen und Unvollkommenheiten mit der Hochglanzversion des Lebens anderer. Und das Faszinierende ist ja, was für eine psychologische Spirale das in Gang setzen kann. Der Text formuliert die bohrenden Fragen, die dann im Kopf kreisen. Sehr treffend. Das sind keine oberflächlichen Gedanken mehr, die gehen ans Eingemachte. Welche Fragen sind das genau? Es beginnt oft mit einem Leistungsgedanken. Bin ich zu langsam? Man sieht die Erfolge anderer im Jahresrückblick. Beförderung, Hausbau, Weltreise. Und die eigene Entwicklung fühlt sich plötzlich unzureichend an. Dann wird es existenzieller. Bin ich falsch? Passe ich überhaupt hierher? In diesen Freundeskreis? In dieses Leben? Ja, okay. Und die vielleicht schmerzhafteste Frage von allen, weil sie so fundamental ist: Warum bin ich nicht glücklicher? An dem einen Abend im Jahr, an dem Glück quasi gesellschaftlich verordnet ist, wiegt diese Frage doppelt schwer. Man vergleicht nicht nur den Abend, sondern das ganze Jahr, das ganze Leben. Das ist ein interessanter Punkt, diese gesellschaftliche Verordnung von Glück. Das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Der Text deutet an, dass das auch tief mit dem kulturellen Umgang mit Gefühlen hier in Deutschland zu tun hat. Wie wird das beschrieben? Also der Text beobachtet, dass wir in Deutschland dazu neigen, schwierige Gefühle wie Melancholie oder Zweifel eher im Privaten zu halten,
Man wahrt die Fassade. Es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was öffentlich gezeigt wird, und dem, was privat gefühlt wird. Man wünscht sich gegenseitig mit einem Lächeln ein frohes neues Jahr, aber der Gedanke dahinter ist oft, wie der Text es so schön auf den Punkt bringt, schon wieder ein Jahr vorbei. Also diese Kluft zwischen dem, was man sagt und dem, was man fühlt, ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaubliches Gefühl der Einsamkeit erzeugen muss, selbst wenn man von Dutzenden Menschen umgeben ist. Exakt. Und das ist eine der stärksten Beobachtungen im Text. Diese Silvestereinsamkeit hat oft nichts damit zu tun, physisch allein zu sein. Man kann auf der vollsten Party stehen und sich trotzdem völlig isoliert fühlen, weil man das Gefühl hat, der Einzige zu sein, der dieses Drehbuch der perfekten Freude nicht verinnerlicht hat. Alle spielen ihre Rolle und man selbst fühlt sich wie ein Statist, der den Text vergessen hat. Man ist umgeben von Lärm und spürt innerlich nur Stille. Aber warum trifft uns das gerade an Silvester so hart? Man könnte ja auch am Geburtstag oder an Weihnachten Bilanz ziehen. Was macht diesen einen Tag so besonders anfällig für diese Art von erzwungener Selbstreflexion? Der Text argumentiert, dass Silvester eine unumgängliche Zäsur ist. Es ist ein künstlicher, aber universeller Schnitt. Ein Geburtstag ist persönlich, Weihnachten ist familiär, aber der Jahreswechsel ist global. Die ganze Welt zählt denselben Countdown herunter. Diesem Moment kann man sich kaum entziehen. Er zwingt uns, innezuhalten und zurückzublicken, ob wir wollen oder nicht. Der Scheinwerfer wird auf die ganz großen Themen gerichtet. Die verrinnende Zeit, das Älterwerden, die getroffenen und die verpassten Entscheidungen. An normalen Tagen können wir uns ablenken, aber an Silvester steht man nackt vor dem eigenen Lebensentwurf. Und diese Bilanz dann allein in einem Raum voller feiernder Menschen ziehen zu müssen, das ist die Essenz dieser besonderen Einsamkeit. Das klingt alles ziemlich düster und ja, fast schon ausweglos. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte, oder? Der Text beschreibt ja auch eine Art Gegenbewegung, eine fast schon stoische Gelassenheit, die man hierzulande oft beobachten kann. Ja, zum Glück bleibt die Analyse nicht bei dieser Schwere stehen. Sie beleuchtet eine Haltung, die man als typisch deutsche Skepsis gegenüber dem großen Optimierungszirkus beschreiben könnte. Also dieser Druck, ab dem 1. Januar ein komplett neuer, besserer Mensch sein zu müssen. Mehr Sport, gesündere Ernährung, neue Sprache lernen. Der Text stellt fest, dass viele Menschen dem instinktiv misstrauen. Aus gutem Grund, oder? Die meisten dieser Vorsätze sind ja am 15. Januar schon wieder der Geschichte. Was steckt hinter diesem Misstrauen? Ist das nur Zynismus? Nein. Und das ist das Spannende. Der Text deutet es als eine Form von tief verankerter Weisheit. Die Begründung ist so simpel die wahr. Druck macht nicht glücklich. Dieser Zwang zur Selbstoptimierung, nur weil das Datum im Kalender umspringt, wird als künstlich und letztlich kontraproduktiv empfunden. Man spürt intuitiv, dass echte Veränderung nicht von einem Datum abhängt, sondern von innerer Bereitschaft. Und aus dieser Haltung entsteht dann eine ganz bestimmte Redewendung, die diese ganze Philosophie zusammenfasst. Ich ahne, worauf du hinaus willst. Gibt es da einen Satz, der das auf den Punkt bringt und den wir wahrscheinlich alle schon unzählige Male gehört oder gesagt haben? Genau. Es ist dieser wunderbar unaufgeregte Satz. Mal sehen, was kommt. Auf den ersten Blick könnte man das als Desinteresse oder mangelnden Ehrgeiz missverstehen, fast schon als Resignation. Aber die Interpretation, die uns die Quelle anbietet, ist eine völlig andere und viel tiefere. Das ist interessant, weil man den Satz ja tatsächlich als totale Ambitionslosigkeit abtun könnte. Aber du sagst, die Lesart hier ist, dass es eigentlich eine Form von Stärke ist, die Stärke, die Illusion von Kontrolle ein Stück weit aufzugeben. Genau das ist es. Es ist kein Pessimismus, sondern Realismus. Es ist die stille, fast schon buddhistische Akzeptanz einer fundamentalen Wahrheit. Neujahr ist kein magischer Reset-Knopf für das Leben. Der 1. Januar ist einfach nur der Tag nach dem 31. Dezember. Das Leben geht weiter, mit all seinen Problemen, aber auch mit all seinen Möglichkeiten. Diese Erkenntnis, diese Entzauberung des Moments hat etwas unglaublich Befreiendes. Sie nimmt den ganzen Druck aus der Situation, perfekt sein zu müssen. Der Vorhang fällt und man darf einfach man selbst sein. Das leuchtet ein. Es erlaubt einem, den Jahreswechsel als das zu sehen, was er ist. Ein fließender Übergang, kein abrupter Bruch. Und diese Haltung führt uns dann zu dem, was ich als das eigentliche Herzstück des Textes empfinde. Er formuliert ja quasi eine Art Manifest, eine Erlaubnis, an diesem Abend anders zu fühlen.
Es sind 3 ganz konkrete, befreiende Sätze. Ja, und sie wirken wie ein direktes Gegenmittel zu den Erwartungen, die wir am Anfang besprochen haben. Der erste Satz ist vielleicht der radikalste. Du musst an Neujahr nicht glücklich sein. Allein das ist eine kleine Revolution gegen die Tyrannei der verordneten guten Laune. Es ist die Bestätigung, dein Gefühl ist okay, auch wenn es nicht zur allgemeiner Partystimmung passt. Du darfst müde sein, nachdenklich, melancholisch. Du musst keine Show abziehen. Das ist schon mal eine enorme Erleichterung. Und der zweite Satz, der zielt wahrscheinlich direkt auf diesen Vergleichsdruck ab, den wir besprochen haben. Absolut. Der zweite Satz lautet, du musst nichts beweisen. Das ist so wichtig. Du musst nicht beweisen, dass du das aufregendste Jahr hattest. Du musst nicht beweisen, dass du auf der coolsten Party bist. Du musst deinen Wert und deine Existenz nicht durch einen perfekten Silvesterabend rechtfertigen. Du bist genug. Einfach so, wie du bist. Auch wenn dein Abend aus Pizza auf dem Sofa besteht. Und der dritte Satz blickt dann schon ein bisschen nach vorne ins neue Jahr hinein, oder? Genau. Der dritte und vielleicht nachhaltigste Satz ist, du darfst langsam sein. Das ist der direkte Gegenentwurf zum Optimierungswahn der Neujahrsvorsätze. Es ist die Erlaubnis, sich nicht hetzen zu lassen. Das neue Jahr muss nicht mit einem Sprint und einem Feuerwerk an Aktivitäten beginnen. Es darf mit bedächtigen Schritten starten, vielleicht sogar mit einer Pause, um sich zu orientieren. Das nimmt diese ganze Last von den Schultern, die das neue Jahr sonst oft mit sich bringt. Wenn man diese 3 Sätze zusammennimmt, du musst nicht glücklich sein, du musst nichts beweisen, du darfst langsam sein, dann ist das ja eine völlig neue Definition von einem guten Start. Der Text fasst das in einem wunderschönen Gedanken zusammen, der hängen bleibt. Ja, er bringt's auf den Punkt. Vielleicht beginnt ein gutes Jahr nicht mit Feuerwerk, sondern mit Ehrlichkeit zu sich selbst. Das ist die eigentliche Quintessenz. Der wahre Neuanfang liegt nicht im äußeren Lärm, in den Raketen und im lauten Lachen, sondern in einer inneren Haltung der Akzeptanz. Und wie sieht dieser ehrliche Neuanfang dann konkret aus? Der Text schließt ja mit einem sehr starken persönlichen Bild, das weit entfernt ist von lauten Vorsätzen. Es ist ein ganz leiser, aber unglaublich widerstandsfähiger Gedanke. Der wahre Neuanfang ist die innere Feststellung, ich bin noch hier und ich gehe weiter, in meinem Tempo. Das ist keine laute Proklamation für die Welt, sondern ein stilles Versprechen an sich selbst. Es ist die Anerkennung der eigenen Reise mit allen Erfolgen und Misserfolgen des letzten Jahres. Und es ist die bewusste Entscheidung, diese Reise fortzusetzen, aber eben nach den eigenen Regeln und in der eigenen Geschwindigkeit. Das ist vielleicht der ehrlichste und nachhaltigste Vorsatz, den man überhaupt fassen kann. Was für ein kraftvoller, beruhigender Gedanke. Wenn wir das also für dich zusammenfassen, die zentrale Erkenntnis aus dem Text ist, dass der ganze Druck, der auf Silvester lastet, letztlich von außen kommt. Er wird durch gesellschaftliche Erwartungen und die idealisierten Bilder in den sozialen Medien erzeugt. Aber die Erlaubnis zur Gelassenheit, die kann nur von innen kommen. Die Alternative zur lauten, oft erzwungenen Feier ist die leise, aber radikale Ehrlichkeit mit sich selbst. Genau. Es geht darum, diesen einen Abend zu entmystifizieren und ihm die schwere symbolische Last zu nehmen. Und aufbauend auf diesem Gedanken, den uns deine Quelle mitgibt, stellt sich eine letzte, weiterführende Frage an dich. Der Text schlägt ja vor, das neue Jahr mit dieser Ehrlichkeit zu beginnen, mit der Akzeptanz, dass der 1. Januar im Grunde einfach nur der nächste Tag ist und du in deinem eigenen Tempo weitermachen darfst. Und die Frage, die man daraus für sich mitnehmen kann, wäre dann: Was würde sich für dich ändern, wenn du diesen Gedanken, diesen realistischen, druckfreien und ehrlichen Ansatz nicht nur als Ausnahme für diesen einen Katertag, den 1. Januar, betrachtest? Was, wenn du diese Erlaubnis, einfach nur der nächste Tag zu sein und in deinem eigenen Tempo weiterzugehen, auf jeden einzelnen der kommenden 365 Tage anwendest? Das ist eine wirklich gute Frage, um in das neue Jahr zu starten. Vielen Dank, dass du uns diesen Text zur Verfügung gestellt hast. Es war unglaublich aufschlussreich, das gemeinsam mit dir zu durchleuchten. Wir hoffen, du konntest einige wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.